Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's von einer Motormaker Mobile Toilet. Gehen wir schnell führen, um zuerst das Zeug holen. Und Schuhe anlegen. Ah, weißt du was? Wenn wir gerade da sind, könnten wir das Video wieder mal an der Kaffeemaschine anfangen. Wir müssen eine Tasse holen. Man fühlt es, spürt, dass ich jetzt gerade den Kaffee rauslasse. Obwohl er merkt es erst, wenn ich Milch drin tue. So, ein neues Video. Schön, sind wir wieder mit dabei. Heute geht es um so ein Gefährt. Und zwar nicht der fliegende Fisch, den haben wir ja gerade gehabt, sondern ich glaube, es ist eigentlich so etwas. Letztes Jahr noch haben wir so einen spontanen Kauf gemacht. Weil wir müssen sagen, ich habe etwas gesehen im Internet, ich muss so anfangen. Und wir müssen sagen, wenn das jemand braucht, dann sind es schon wir vom Mofa geholt. Weil es ist eigentlich so unnötig, dass es eigentlich recht wieder geil ist. Ich nehme jetzt schnell den Kaffee und dann zeige ich euch gerade was. Weil es ist natürlich in der Garage, wir müssen es zuerst noch aufzügeln. Wir müssen rennen! Oh nein. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht peinlich, dass nebendran immer noch ein Glühweinhäuschen auf dem Porter oben steht. So, wo ist das gute Stück? Ist das schon verkauft worden? Es ist eigentlich da gelegen. Jetzt hast du dein eigenes Projekt verloren. Ja, es ist ja nicht mein Projekt, das ist ja für den Kult. Cloud in Österreich aufgestellt. Da kann man mal schauen. Nö! Da! Da ist es! Oh. Ah, ich habe wieder einen Scheiß gekauft. Hey. Ja, jetzt sind wir da hier. Ich muss nicht mal den Rahmen runter. Oh, fällt völlig aus dem Rahmen. Motor Bacon, Mobilette, Doppelmotor. Im Sommer oder im Herbst oder so, habe ich das gesehen auf Ricarda, Gefühl, haben das brauchen wir. Haben das tatsächlich mit richtig schlimmen Verhandlungen können holen. Irgendwo an einem Bahnhof. Bänderinnen Bahnhof haben wir das abholen. Falls es jemand von euch hört, könnt ihr es schreiben. Im Inserat ist gestanden 130 km/h. Pünktli, lief. Und es ist irgendwo in der Türkei oder so mal zusammengebaut worden. Aber ich kann mir das mal runter ins Studio und dann kann man das wirklich mal anschauen. Dann kann der Roger auch einmal rumfilmen. Weil das ist echt etwas Spezielles. Affengeil. Ich habe den Flohmarkt gefunden. Hauspuffe. Alles illegal, was da rumliegt. Ich sag's euch. Okay, Konzentration. Wir müssen jetzt ein Doppelmotor-Ding aufbauen. Aus dem Ding müssen wir einen richtigen Racer bauen, Mann. Nein, kein Crosshobel, so einen Viertelmeilenhobel oder so. Irgendetwas. Stundenlang am Filmen und das Ding ist immer noch nicht im Studio. Alter! Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr wollt vom Joe und seinem Wolf sehen, bleibt dran. Ich verpiss mich, macht's gut. Ciao. Es ist gut, wenn wir einen Kalender, wo wir Studio und so reservieren. Weißt du, das ist einmal der Chef im Urlaub, oder? Und was machen sie? Machen das wollt. Ist mir scheißegal. Oh dear Lord. Oh nein, komm. Ja, Joe, dann machen wir jetzt ein Video mit dir. Herzlich willkommen zu Chef im Urlaub. Heute mit Joe. Ja, Rigobert der Führende ist im Urlaub. Das ist ja die Wahnsinnsperle, die 80 läuft. Irgendwann mal gelaufen ist, oder? Ja, mit Rückenwind und Highway. Und Wolfkostüm. Rückrüstung ist das neue Aufrüsten. Ja, jetzt wird umgebaut, 50 Kubik wieder, alles rückgerüstet. Dass man, 50 Kubik, aber 2 Zündkurven, das heisst 30 und 27. Es geht darum, dass man da ein bisschen illegal auf die Straße kann, dass man nicht immer aus Angst, dass man verhaftet wird und dass das gute Ding einmal bewegt wird. Ihr habt ja gesehen, was ihr in nächster Zeit könnt erwarten, wenn der Joe mal wieder Platz frei machen. Kann ich dir irgendetwas helfen? Ja, kannst. Scheiße. Wenn wir schon 50 Kubik machen, dann machen wir wenigstens 2 Zylinder drunter, oder? Dann sind wir auch wieder bei 100 Kubik. Was hast du denn da wieder angeschleppt? Nein, das ist das beste Leben, oder? Ich kann eigentlich nur für den Marvin einen Auspuff kaufen. Und wie es halt so Wie es ist. halt so ist, kommst du ja nur im Set über, oder? Geil. Das Ding ist schon relativ wild. Ich meine, ich kann Plan, wie sie das machen. Das haben sie alle mal in der Türkei zusammengebaut. Es dreht. Es dröhnt. Er hat auch keine 50 Kubik vermutlich. Da steht Arsenal auf der Seite. Arsenal! Ja, auf der Seite. Das ist schon mit 2 Vergasern und allem. He? Vario hat er dran, sehen wir jetzt hier. Schau da! Das sieht noch lustig aus. Made in Türkei. Aber ich glaube, da müssen wir zuerst mal nicht komplett auseinander, aber mal so ein bisschen strippen, mal schauen, was ist das überhaupt. Schau, bald Schrauben Tut alles. Da könnte schon etwa da sein.
Das sieht ziemlich genau nach dem aus. Obwohl, nein, der Ding ist noch anders, das Packzeug ist noch anders. Aber ja, plus, minus. aber irgendein Modell, das Modell von davon Reihe. sein, oder? Ist cool. Ich will, ob das Ding läuft. Ja, nimm echt auf. Ja, der wird schon laufen. Irgendwie will ich zuerst lieber testen, ob es funktioniert, bevor wir es auseinandernehmen und es nachher gar nicht mehr geht. Geil wäre ja mit dem weißt, so einen Dragster machen, so einen Viertelmeilen-Flitzer. Aber also, ich meine, alle Teile sind dabei. Also. Das Einzige, was fehlt, ist der Lenker, oder? Du kannst mir noch schnell helfen, wenigstens das Palett da lupfen oder das Ding da lupfen. Ah nein, da gibt es etwas Gröberes. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr gerne sehen an diesem Ding. Wie gesagt, irgendein Dragstar, der möglichst viel Leistung oder weiß ich was. Oder eben natürlich ein Originalaufbau. Bietet sich ja an. Jetzt schau mal, ob er zündet. Dann schauen, ob er zündet. Das ist da. Es ist immerhin befestigt. Immerhin ist sie dran. Aha, mal, er hat zwei. Der eine ist nochmal einer. Ah gut, dann ist klar. Die ist angehängt. Hey, aber wie geht denn das? Oder wenn wir zuerst einfach mal schauen, ob die tut. Da. Das wäre abstellen. Ja, abstellen und Licht haben wir da. Ja, genau. Ja, Fünklet! Ja. Funkelt. Dann hängen wir den anderen auch mal noch an und schauen, ob er auch tut. Fünkli bei mir. Fünkli. Der Roger regelt. Jetzt klebst du es dann gerade. Angesicht, oh Achtung. Irgendeiner muss das Ding heben, sonst fährt es gerade davon. Okay, oder? Nein. Mach nochmal. Jetzt sehen wir mal da, wie schön das sind. Jetzt müssen wir noch mal schnell checken. Zündspulen noch richtig angehängt. Masse neu gezogen, 2, 3 Verbindungen neu gemacht. Joe macht jetzt da noch schnell mit der Akkubohrmaschine und dann schauen wir, ob beide Seiten tun. Ja, schau mal! Juhu! Ja! Yes! Tipptopp. Geil! Also, da 1 Funken haben wir. Machen wir für Abend. Jetzt kannst du Benzin reinlassen und dann mal drehen. Hast du auch ein bisschen Angst? Einfach gerade oben reinlassen, Vergaser. Nein, nicht im Vergaser. Mal. Nein. Also wenn auch ihr das Gefühl hättet, wenn der Joe da wirklich mitmachen wäre es ein besseres Video. Schreibt es doch in die Kommentare. Jetzt haben wir noch Kerzen drauf. Die wissen wir auch nicht, ob es tun. Hoffentlich putzt es mal eins von diesen Tetis. Ah! Muss ich jetzt echt noch einen Kerzenstecker holen? Komm, du hast doch da einen. Verpiss dich. Da. Es ist wieder Kerzenzeit. Mir fürchtet es. Ja, wahrscheinlich geht jetzt alles kaputt. Die drängen mich wieder so Sachen auszuprobieren, die ich gar nicht will. Also nicht mehr laufen. Hast du Jock drin? Komm, ich hol mal den hohen Ding, dann hängen wir den einfach an. Filmen wir das hier mal. Wir müssten ein bisschen Gas Also geben. irgendwo da riecht es schon mal. Ja, eben, wir müssten ein bisschen Gas geben, oder? Ja, ich glaube, so einfach geht das gleich nicht, weil nebst dem, dass die Vergaser wahrscheinlich dicht sind, die Fusen da hinten sicher am Zylinderkopf raus. Da vorne spürt man es auch. Heisst also, wir müssen das Ding noch mal ein bisschen genau anschauen. Das Gute ist aber, dass wir sicher jetzt zündig, dass die funktioniert. Fünkli haben wir. Kerzenstecker muss ich vielleicht wieder retour geben. Aber, Nicht vielleicht. Nicht vielleicht. Ich würde sagen, das ist noch ein bisschen eine grössere Arbeit und da mache ich dann lieber nächstes Mal, wenn ich vielleicht noch wirklich Hilfe dabei habe und nicht einfach einen, der ein bisschen am Wolf rumschraubt hinter mir. Das war es in dem Fall für das Video. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es da weitergeht, abonnieren, das Like da lassen und dann sehen wir, wenn wir da weitermachen. An der GT oder am Porter oder das ist irgendetwas. Also, bis dann, macht's gut und ciao. Tschüss miteinander.